Hallo, mein Name ist Ursula Mauritsch und gemeinsam mit meiner Kollegin Anja Thielmann werden wir Ihnen unser Konzept dazu vorstellen, wie Global Citizenship Education, also ein globaler Zugang zu politischer Bildung und Philosophy for Children oder in deutscher Übersetzung Philosophieren mit Kindern zusammengedacht werden können. Am Titel unseres Vortrags erkennen Sie, dass dabei Sprache oder vielmehr die vielen Sprachen, welche Kinder in unserer Gesellschaft sprechen, eine besondere Rolle spielen werden. Mehr noch, wir wollen die Frage stellen, gibt es ein Kinderrecht auf Sprache? In einem ersten Schritt wollen wir uns aber ausführlich mit unserem Verständnis von P4C beschäftigen. Ich möchte daher an Anja Thielmann weitergeben, damit sie uns mehr über jenes Konzept des Philosophy for Children erzählt, auf das wir uns hier stützen. Danke, liebe Ursula. Also das Thema Philosophy for Children wird schon seit über 50 Jahren vorrangig in der Fachwelt der Bildungswissenschaften kontrovers diskutiert und thematisiert. Jedoch ist der Ansatz, den Ursula Mauritsch und ich verfolgen, nämlich die Einbettung in den Kontext der Global Citizenship Education, ein eher neuer Aspekt. Und in meinem Teil unserer Präsentation möchte ich Ihnen einen Einblick in das Bildungsprogramm der Philosophy for Children Bewegung geben. Beginnen möchte ich mit einer Begriffserläuterung von diesem Ausdruck Philosophy for Children. Wie bereits angedeutet, steht das Akronym P4C für die internationale Philosophy for Children Bildungsbewegung bzw. für das Bildungsprogramm und hat ihren Ursprung in den späten 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Daher haben sich im Laufe der Zeit die unterschiedlichsten Ausdrücke vor allem im deutschsprachigen Raum etabliert, wie Kinderphilosophie, Philosophieren mit Kindern, Kinder philosophieren oder noch vereinfachter, ohne die Philosophie überhaupt zu erwähnen, Nachdenken mit Kindern oder einfach auch nur zusammen nachdenken. All diese deutschen Übersetzungen vermögen aber meiner Meinung nach nicht das auszudrücken, was mit Philosophy for Children gemeint ist. Kinderphilosophie, also diese Übersetzung beispielsweise, hat immer diesen Beigeschmack dessen, was Jostein Gaarder in seinem Werk Sophies Welt versucht, nämlich diese Philosophiegeschichte kindgerecht zu präsentieren. Man könnte meinen, dass die deutschsprachige Übersetzung Philosophieren mit Kindern eine treffende wäre, vor allem wenn man im Sinne Wittgenstein argumentiert mit diesem Zitat, Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit. Dies kann aber ebenfalls sehr einengend gesehen werden, wenn damit diese logische Erklärung der Gedanken verstanden wird. Barbara Weber verweist in ihrer Arbeit, vor allem in dieser Habilitationsschrift, auf diese Problematik der verschiedenen Begriffe hin und verwendet Philosophieren mit Kindern, subsumiert darin aber alle Ansätze oder sämtliche Ansätze, welche sich explizit auf philosophische Inhalte, Methoden oder Haltungen berufen, um Kinder in ihrem Denken, Fühlen und oder auch Handeln zu unterstützen. Ich kann mich hier Weber insofern nicht anschließen, da ich nicht sämtliche heutige Ansätze in diese ursprüngliche Idee der Philosophie mit Kindern oder dieser Philosophy for Children Bewegung ausmachen kann. Vor allem, wenn man diesen Begriff Kinderphilosophie hernimmt, wenn es eben darum geht, äh, dieses kindgerechte Präsentieren einer Philosophiegeschichte. Philosophy for Children stellt das fragende, sich über die Welt wundernde Kind in den Vordergrund, welches sich der Philosophie bedienen soll, um sich Fragen zu beantworten. Gemeint ist, dass ausgehend von den Fragen des Kindes, und das ist jetzt der entscheidende Punkt dieser P4C-Bildungsprogrammes, in einem gemeinsamen philosophischen Dialog versucht wird, Begriffe, Argumente und Schlussfolgerungen zu analysieren und auch anzuwenden. Neu gewonnene Erkenntnisse auf die eigene Meinung und Vorurteile zu beziehen und diese gegebenenfalls zu korrigieren. Neben dieser streng begrifflichen Argumentation und dem reflexiven Charakter der Philosophie wird aber auch eine spielerische, kreative und offene Haltung vermittelt, sich der Philosophie zu bedienen, um sich in der Welt zu orientieren. Nach dieser kurzen Ausführung zur Begrifflichkeit
möchte ich nun auf verschiedene Ansätze der P4C-Bewegung eingehen. Wie sie durch diese sprachliche Ausdifferenzierung bereits erkennen lässt, lassen sich grundsätzlich zwei Strömungen erkennen, die sich thematisch mit Kindern und Philosophie auseinandersetzen. Auf der einen Seite die seit den 50 Jahren von den USA ausgehende und eine seit ca. 45 Jahren im deutschsprachigen Raum existierende. An dieser Stelle möchte ich vor allem auf die UNESCO-Studie mit dem Titel Philosophy, a School of Freedom, Teaching Philosophy and Learning to Philosophize, Status and Prospects von 2007 beziehungsweise der deutschen Auskoppelung der deutschen UNESCO-Kommission Philosophie, eine Schule der Freiheit, Philosophieren mit Kindern weltweit und in Deutschland eingehen. In dieser Studie wird die von den USA ausgehende Bewegung Philosophy for Children als, Zitat, die mit dem größten Einfluss auf die Entwicklung von P4C weltweit bezeichnet. Und ich selbst sehe mich als eine Vertreterin dieser Strömung und bringe diese in unsere gemeinsame Arbeit mit ein. Daher ein paar Worte zu diesem P4C-Bildungsprogramm aus den USA. Matthew Lipman von 1922 bis 2010 war amerikanischer Philosoph und Philosophiedidaktiker. Er war Professor an der Columbia University in New York für Logik und gilt gemeinsam mit Anne Margaret Sharp als der Begründer der P4C-Bewegung in den USA. Er ist der Meinung, dass zwischen Philosophie und Kindheit eine besondere, einzigartige Verbindung besteht und bezieht sich hier auf John Dewey von 1859 bis 1952, der gerade die Kindheit als beste Zeit sieht, um über größere Zusammenhänge des konkreten Lebens nachzudenken. Lipmans Arbeiten beruhen auf der Annahme, dass Kinder von einem sehr frühen Alter an die Fähigkeit besitzen, abstrakt zu denken und in der Lage sind, philosophische Fragen verstehen zu können. Für Lipman bedeutet Philosophy for Children, sich Fähigkeiten im kreativen, kritischen und mitfühlenden Denken anzueignen, die zu Selbstkritik und zu verantwortlichem Handeln führen. Zitat Lipman: If philosophy is seen to represent the natural fulfillment and culmination of childhood's curiosity and wonder, of childhood's speculation about the nature of things, and of childhood's concern for truth about reality, then nothing could be more in keeping with children's own intellectual disposition than philosophical activities. Doch vielleicht stellen Sie sich jetzt auch, wie manche im Publikum, die Frage, welche Rechtfertigung besteht überhaupt, Kindern mit Philosophie zu konfrontieren? Lipman würde folgendermaßen argumentieren. Es ist ein Faktum, dass Kinder neugierig sind und Fragen stellen, was manche Eltern und vielleicht auch Lehrpersonen an den Rand der Verzweiflung bringen kann, wie unter Umständen vielleicht ein paar von Ihnen im Publikum schon selbst erlebt haben. Beginnend mit einem Zitat von Adorno möchte ich auf die Problematik des Bildungsbereiches hinweisen. Und hier das Zitat von Adorno: Ich glaube, dass wir eigentlich als Kinder alle Philosophen sind und dass uns in der Tat durch unsere offizielle Bildung, gemeint ist natürlich die formale Schulbildung, diese Philosophie eigentlich ausgeprügelt wird. Adornos Gedanken aufnehmend möchte ich ergänzen, dass Kinder zwar gute Fragesteller sind, sie aber angeleitet und mit geeigneten Werkzeugen ausgestattet werden müssen, um einen effektiven Zugang zur Philosophie zu finden. Daher möchte Lipman Kindern und Jugendlichen die philosophische Dimension für ihren Alltags- bzw. Unterricht vor Augen führen. Für Lipman versagt dieses kritische Denken, das lange Zeit im amerikanischen Schulen als Unterrichtsgegenstand bzw. eine Art Unterrichtsprinzip stark forciert wurde, wenn es darum geht, in ihrem Bestreben die Reichhaltigkeit und die Komplexität der Welt zu verstehen und sie dabei zu unterstützen. Es fehlt ihnen die Möglichkeit, ihre eigenen Perspektiven mit denen der anderen zu vergleichen. Eine weitere Rechtfertigung, um Kinder mit Philosophie zu konfrontieren, ist ihr Bedürfnis, sich die Welt zu erklären und eben darauf Antworten zu finden. Das kindliche Staunen meint nicht notwendigerweise, dass sie selbst Antworten finden können, nach denen sie suchen. Aber hier kann das reichhaltige Repertoire an philosophischen Ideen
unter anderem auch eben diese Ansätze der Global Citizenship Education als sich wertvoll erweisen. Kinder sind neugierig und Philosophie bietet ihnen eine nahezu unerschöpfliche Zahl an Faszinationen, die ihnen wiederum die Möglichkeit bieten, neue Wege zu beschreiten und ihre Neugierde konstruktiv bearbeiten zu können. Obwohl Philosophie keine letztgültige Meinungen anbietet, so vermittelt sie doch dem Kind, dass das Suchen durchführbar ist und das Streben nach Antworten wertvoll. Darin steckt eigentlich jeder Grundgedanke aller Wissenschaften. Das heißt nun ganz allgemein gesprochen, eine Gesellschaft, die sich wünscht, dass Kinder ihre Ausbildung ernst nehmen, müsste bessere Anreize bieten, als sie das bisher getan hat. Kinder müssen motiviert werden, nicht im Denken allgemein, das tun sie bereits sehr ausdauernd und andauernd und intensiv, sondern in der Art des Denkens. Ein Denken, weil es das Maß an Bedeutung für ihr Leben steigert. Philosophie bietet einen Gewinn für alle Kinder. Es wäre vollkommen falsch, die Philosophie als eine reine Bereicherung zu sehen, die nur passend für eine kleine Schicht von Hochbegabten oder von Eliteschülern ist, oder irgendwie esoterisch für eine unbedeutende Vielzahl. Ausgedrückt in den Worten Lippmanns, und hier ein weiteres Zitat: "It can help to provide what all students need, their own sense of the importance of learning." Aus diesem Zitat geht ganz eindeutig hervor, dass es Lippmann nicht darum ging, den Kindern bestimmte philosophische Lehrinhalte zu vermitteln, sondern sein Ansatz konzentriert sich auf das selbstständige Denken und basiert auf den Fragen der Kinder. Lippmann war davon überzeugt, dass Kinder Bezugspunkte ihrer Erfahrungen und ihres persönlichen Wissens dazu nutzen, um ein besseres Verständnis für Fragen und der Suche nach Antworten im Allgemeinen entwickeln zu können. Zusammenfassend auf die Frage, was ist P4C, kann also folgendermaßen geantwortet werden. P4C ist eine internationale Bildungsbewegung, eine pädagogische Grundhaltung, den Fragen der Kinder nicht auszuweichen, sondern sie ernst zu nehmen, als Ausdruck ihres Bemühens, Sinn und Bedeutung in dieser Welt herzustellen. Ein intellektuell sicherer Rahmen für Kinder und Jugendliche, der es ihnen ermöglicht, ihren Fragen und Gedanken in einem philosophisch geleiteten Dialog nachzugehen. Ein Instrument, um ein Gemeinschaftsgefühl und Respekt zu fördern. Eine Lernmethode, die Hilfestellung gibt, wie man tiefer in Fragestellungen eintauchen oder verschiedene Themen systematisch logisch bearbeiten kann, beziehungsweise an sie herangehen kann. Und abschließend eine besondere Form des Ausdrucks in einem philosophisch geleiteten Dialog, die den Teilnehmer und Teilnehmerinnen, also Kindern genauso wie den Erwachsenen, die Möglichkeit gibt, kreative und logische Denkfertigkeiten anzuwenden und gleichzeitig das eigene Staunen zu stärken. Schließen möchte ich meine theoretischen Ausführungen unserer Präsentation mit einem Zitat aus der UNESCO-Studie. Nicht jedermann mag die Auswirkungen der Philosophie auf Kinder sofort begrüßen, aber ihre Wirkung auf die Erwachsenen von morgen kann so erheblich sein, dass es erstaunt, weshalb die Philosophie für Kinder oder dieses Philosophy for Children Konzept noch immer eher ein Schattendasein führt. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe das Wort zurück an Ursula Mauritsch, die nun auf unsere Überlegungen und Konzepte der beiden Bereiche dieser Global Citizenship Education und dem Philosophy for Children Ihnen näher erläutert. Ursula, bitte. Dankeschön. Ja, also dieses Konzept oder das Konzept, das wir versuchen zu entwickeln von GCE and P4C, verknüpft also zum einen Global Citizenship Education, also wie bereits gesagt, eine Disziplin mit einem interdisziplinären Ansatz und mit dem Anspruch, politische Bildung in ihrer globalen Dimension zu denken. In den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, den sogenannten SDGs, wird Global Citizenship Education als eine der Grundlagen für eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung genannt. In Teilziel 4.7 steht es als Bildung für Weltbürgerschaft neben einer Bildung für nachhaltige Entwicklung
einer Menschenrechtsbildung, einer Bildung für eine Kultur des Friedens und für eine Wertschätzung kultureller Vielfalt. Als Bildungsanliegen beschreibt das österreichische Bildungsministerium die wichtige Rolle von Global Citizenship Education für die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030. Es bestehen zahlreiche inhaltliche Anknüpfungspunkte dafür in den Lehrplänen. Menschenrechte und auch Kinderrechte, Migration, kulturelle Vielfalt und Mehrsprachigkeit gehören dazu. Zum anderen knüpft das Konzept von GCE und P4C an den bereits von Anja Thielmann vorgestellten Zugang zu Philosophy for Children als einen didaktisch-methodischen Zugang an, der das Potenzial in sich trägt, Kinder bei der Entwicklung ihrer Vorstellungen von der Welt und somit auch bei der Mitgestaltung dieser Welt zu unterstützen. Um das ganze Konzept ein wenig zu verdeutlichen, hier nun ein paar Fragen, die als Grundlage für das Philosophieren mit Kindern dienen können und die den Zusammenhang verdeutlichen sollen. Wann ist man reich? Was ist Armut? Wieso sind nicht alle Menschen reich und wie müsste ein gutes Leben für alle Menschen aussehen? Was bedeutet Liebe? Was bedeutet Frieden? Was ist ein Kinderrecht eigentlich? Und was bedeutet das alles für meine Familie mit ihrem ganz spezifischen biografischen Hintergrund? Was bedeutet es in meiner Sprache? Was bedeutet es in deiner Sprache? Dies alles sind Fragestellungen, die das kindliche Staunen ausdrücken. Und da setzt der Ansatz von P4C auch an. Besonders in den letzten beiden Fragen wird die Bedeutung unterschiedlicher Perspektiven, aber auch die globale Dimension der Fragestellungen deutlich, denn diese Fragen stellen sich Kinder unabhängig von kulturellen und geografischen Kontexten. Der aus Kenia stammende Schriftsteller, Journalist und Naturwissenschaftler Ngugi wa Thiong'o hat sich in seiner schriftstellerischen Arbeit bewusst für seine Muttersprache Kikuyu entschieden, obwohl Englisch als Sprache der ehemaligen Kolonialherren sein schulisches Lernen beherrschte. Sprache steht für ihn in einem engen Zusammenhang mit dem kognitiven Prozess des Verstehens der Welt, in welchem ausgehend von dem, was den Menschen umgibt und was ihn ausmacht, Konzepte entwickelt und ständig erweitert werden. Aufbauend auf einem guten Kontakt zur eigenen Sprache wird es möglich, Wissen und Konzepte in anderen Sprachen einzubinden und dadurch sogar einen neuen Blick auf die eigene Sprache zu bekommen, indem sie in Beziehung zu anderen Sprachen gesetzt wird. Das Entwickeln einer Vorstellung von der Welt ist bedeutsam. Um in der Gesellschaft teilhaben zu können, um mitgestalten zu können, müssen Fähigkeiten entwickelt werden, um anderen mitzuteilen, wie ich die Dinge verstehe, aber auch wie ich meine Ansichten und Meinungen argumentiere und zur Not auch für sie einstehe, sie verteidige. In globalen gesellschaftlichen Bereichen erscheint es so wertvoll, diese Fähigkeiten in möglichst vielen Sprachen zu entwickeln. Diese Grafik veranschaulicht, wie verzahnt die individuelle und gesellschaftliche Ebene der Bedeutung von Sprache sind. Die Grenzen meiner Sprache zu erweitern, bedeutet einen offeneren Blick auf die Welt zu bekommen. Ein Recht, seine Meinung zu sagen, kann ein Kind nur dann nutzen, wenn es sich mitteilen kann. Und das Fehlen buchstäblich von Worten, die Vorstellungen, das Fehlen von Vorstellungen
dann in diesem Fall, wenn Worte und Vorstellungen fehlen, dann zeigt sich das auch in Hilflosigkeit, in Ohnmacht, manchmal auch in Aggression und Gewalt. Und das Stück Mauer zeigt, wie wichtig es Menschen ist, sich mitzuteilen, gehört zu werden. Hier möchten wir auf eine Reihe von Dokumenten von internationaler, globaler Bedeutung hinweisen, die das Recht auf Sprache zum Thema machen. Ohne jetzt darauf näher eingehen zu können, aufgrund der Zeit und dennoch ganz kurz, also so ein erster wichtiger Schritt wurde gesetzt 1953 mit der Erklärung zur Verwendung von Alltagssprachen in der Bildung. Gemeint waren hier ganz stark eben die Muttersprachen und auch diese Einbindung von Muttersprachen in die Bildung. Bis hin zu den universellen Kinderrechten, wo in den Artikeln 2, 12 und 30 Sprache, die Sprachen der Kinder, die Familiensprachen auf alle Fälle auch ein Thema sind. Ja, und hier eine Fragestellung, die sich aus dem Gesagten ergeben kann. Sie stützt sich auf zwei Grundthesen, nämlich, dass ein Kinderrecht auf Sprache nicht getrennt von dem Recht der Eltern oder Bezugspersonen auf deren Sprache zu sehen ist. Und dass ein Recht auf Sprache in einer globalen Welt Sprache im Plural denkt. Wenn man daher mit Kindern in philosophischen Dialogen arbeitet, dann müssen ihre Sprachen und die Sprachen ihrer Familien möglichst eingebunden werden. Wenn Kinder in philosophischen Dialogen zum Beispiel Begriffe, Redewendungen, Metaphern verwenden, so muss eben die Mehrdeutigkeit mitgedacht werden, die sich aus einer Vielzahl von Sprachen ergibt, die eben aufgrund der unterschiedlichen Bedeutungen in unterschiedlichen Sprachen und deren historischer und sozialer Entwicklung entstehen. Der letzte Satz auf diesem Slide stellt somit unsere vorläufige Schlussfolgerung und zugleich den Ausgangspunkt für unsere weitere Arbeit zu GCE und P4C dar. Ja, und abschließend finden Sie hier noch Angaben zur Literatur und wie Sie mehr über uns erfahren können. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf die anschließende Diskussion.